Lieber Krebs, herzlich willkommen zu deinem Mai-Taroskop. Schauen wir uns hier in diesen Videos an, wie sich dein Mai gestalten möchte, was er für dich bereithält, was wichtig und ausschlaggebend ist, was aber auch eventuell ganz außer Acht zu lassen wäre am besten. Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich, was steht dir zur Verfügung? Wir haben einen Flipper, 2 Flipper. Eine Karte kam schon. Lieber Krebs, die erste Botschaft. Ach ja, sagte ich bereits, die Extended-Version. Wie immer bei mir. In der Infobox drück auf den Link. Du wirst automatisch weitergeleitet. Ja, lieber Krebs, die erste Information, die kam. Pandoras Box. Die Büchse von Pandora. Vorsicht, wem du etwas anvertraust. Ansonsten sagen sie, wenn du, was Krebse normalerweise nicht sind, doch wenn du so vor dich hin plapperst und dich verplapperst oder mit den Verkehrten plapperst, werden sie dies weiter plappern. Also, lieber Krebs, Vorsicht, mit wem du deine Informationen, vor allem deine geheimen Informationen teilst. Ansonsten, wie gesagt, ist es maybe etwas heikel. Sie sagen, es wird schlichtweg gegen dich verwendet, auf die eine oder andere Art und Weise. Wow, wir fangen schon etwas heavy mit dem Reading an, doch Gesundheit Max, das war mein Hund, der gerade genossen hat. Ja, wir fangen etwas heavy mit dem Reading an. Ich habe eigentlich nicht, als ich mich jetzt in deine Energie hineingetunt habe, das Gefühl gehabt, dass der Mai für dich schwierig wird. Ich glaube, es war einfach schlichtweg vorweg nur ein kleiner Hinweis für dich, lieber Krebs. Vorsicht vor dem, was du wem anvertraust und sei es nur so salopp dahin gesagt. Ja, sie sagen, jemand hat viele Gesichter. Einige von diesen Gesichtern kennst du nicht. Du denkst dir die Person schön, doch den Menschen kennst du nicht. Wie immer die Absicht dahinter. Nicht deine, lieber Krebs, deine ist die gute Absicht, doch die deines Gegenübers. So, schauen wir uns an. Wow. Wir haben 4 Themenkarten. Da ist sie schon. Wie genial. Da ist sie schon, die Box. Wow. Ja, wie gesagt, es ist eine Karte vorweg, doch ich möchte gleich hier jetzt darauf zurückkommen dürfen, denn ich denke, es ist wirklich, wirklich wichtig. Es geht darum, dass aus dem, sagen sie, würden entsteigen, wenn es denn wirklich so kommen sollte. Doch wird es hoffentlich bei niemandem, denn ihr habt jetzt den Hinweis bekommen, worauf eurerseits zu achten ist. Es geht definitiv darum, sagen sie, dass aus dem Selbstzweifel hervorkommen würden, Selbstvorwürfe, und ihr würdet von eurem Ziel sogar vom Ziel abkommen ist jetzt wirklich mega heavy, also Moment jetzt mal. Sie sagen, dein Ziel würdest du nicht in der Zeit erreichen, wie du es dir vorgestellt hast oder wie du dir vorgenommen hast. Es würden dadurch Hindernisse gelegt werden und du würdest auf Rache aus sein. Wow, liebe Krebse, piano, piano, piano. Piano, piano, piano. Bitte. Keine Rache.
Aber der Krebs kann auch ganz schön zuzwicken, gell? So ist ja nicht. Gut, also, wenn wir von Pandoras Box absehen, geht es bei dir darum, dass du den Mai etwas innehältst, denn du bist so ganz leise dabei, das große Ganze wahrzunehmen. Du hältst inne, nicht aus Angst oder nicht, weil du nicht mal weißt, was zu tun ist, lieber Krebs. Du hältst inne, dort wo du bist, wird Schnee fallen im Mai. Dort wo du bist, wird Schnee fallen. Also wie gesagt, nicht aus Angst, sondern es ist eher so, du möchtest keines der Puzzleteile der Erkenntnis verpassen. Es ist eher eine Ehrfurcht vor dem großen Ganzen, vor dem Wissen, vor der Erkenntnis, die dir zuteil werden darf. Und was daraus wieder entstehen könnte in dir und sicherlich entstehen kann, wenn du es erlaubst. Gut möglich, dass sich ein paar Krebse ein Me-Time, Alone-Time, Weekend gönnen, irgendwo, wo es euch gut tut, sei es von den Bergen am Strand in der Spa oder was weiß ich wo, oder schlichtweg im eigenen Wohnzimmer und nicht ans Handy und an die Türe gehen. Gut möglich, dass du mit einem Fisch und einer Waage verbunden bist. Deine Hauptenergie, ja, ist die Innenschau und ist auch, wie kann ich dir sagen, du suchst und suchst aber auch doch nicht. Nein, sie sagen, du bist bereit zu finden, ohne zu suchen. Es ist wie, als wenn man stillsteht, in die totalitäre Wahrnehmung geht von dem, was die Umgebung signalisiert, was passiert. Das ist dein Mai, lieber Krebs. Das Häuschen, falls du ein Einsiedlerkrebs bist, immer auf dem Rücken, rechtzeitig, um in Sicherheit in den Rückzug zu gehen, doch du schaust nach draußen. Das, was du wahrnimmst, wird dir nicht immer alles gefallen, doch größtenteils schon. Doch was du wahrnimmst, lieber Krebs, summa summarum, die Quintessenz, ist the magic. Lala, Mama mia. Es wird leichter, lieber Krebs, weil du bereit bist auf ein Abenteuer. Schauen wir uns die Details an. Sie sagen irgendwas von einem geheimen Wunsch, der Wirklichkeit wird. Der Krebs im Mai, bitte. Beim Flipper. Der Krebs im Mai. Ja, wie gesagt, du wirst sehr viel eingeladen werden. Du wirst sehr viel Möglichkeiten zum
Papalapap-Plapper-Austausch haben. Da kriege ich gleich einen Reizhusten, sorry. Vorsicht vor dem, was du wem sagst, lieber Krebs. Denn das, falls es in die falschen Ohren kommt, gibt einen Cut. Schlichtweg, weil es früher oder später gegen dich verwendet werden wird, spätestens 2 Wochen bis 2 Monate später. Doch beginnen wir. Der 3. Mai, du wirst eine freudige, ja, ich möchte nicht immer sagen Botschaft, aber du wirst etwas Freudiges zu teilen haben oder wirst eingeladen vor Freude, um mitzufeiern. Ich weiß nicht, ob du bereit bist, dorthin zu gehen oder ob du lieber in der Wahrnehmung bleibst, die schon angefangen hat. Ende April am 25. So, dann die Krebse, die unter 30 Jahre alt sind, vor allem die weiblichen, maybe, gut möglich eine Schwangerschaft. Wir brauchen nicht darüber reden, jeder weiß hoffentlich mittlerweile, wie man schwanger wird, wie man verhütet oder auch nicht. Ich weise nur darauf hin. Gut, für diejenigen, die mit einem Feuerzeichen oder einem Erdzeichen verbunden sind und die Schwangerschaft kundtut, könnte schwierig werden. Gut, ansonsten gibt es eine ganz, ganz große Neuigkeit, die ihr selbst zu verkünden und zu feiern habt. Hat nichts mit Schwangerschaft zu tun, sondern mit einer zukunftsweisenden Ära. Wir machen weiter im Extended. Und Fisch ist auch noch dabei. Wir sehen uns gleich. Wir freuen uns auf dich. Bis gleich. Ciao.